So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Jetzt geht's zum zweiten Teil. Viele haben das im ersten Teil schon gesucht. Ich habe das vielleicht auch nicht richtig kommuniziert oder ich habe es einfach weggelassen zu erwähnen, dass es einen zweiten Teil gibt. Macht nichts. Cloudflare absichern ist jetzt nicht ganz so einfach wie Home Assistant, der nur eine App hat, also eine Angriffsstelle. Wir haben bei WordPress 4 Angriffsstellen. Das ist immer wie in meinem Blogbeitrag, der noch unfertig ist, gell? Also da nicht wundern, wenn da noch nicht alles passt. Die 4 Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen in diesem Fall, sind einfach WP-Admin, WP-Login, dann haben wir XML, rock.php und admin-ajax.php. Diese 4 Teile hier sind eure Angriffsstellen, wenn ihr WordPress hostet. Wenn ihr das über Cloudflare macht, ist es allerdings kein Problem, diese Bereiche auszuschließen. Prinzipiell hast du 2 Möglichkeiten, dies zu tun. Einmal über die Web Application Firewall. Die Web Application Firewall bietet die Möglichkeit, Applikationen zu sperren und damit den Zugriff zu blockieren. Jetzt muss man allerdings dazu natürlich eine Verifikation hinterlegen, dass man natürlich selber an seine Seite noch drankommt. Dies macht man in der Regel eigentlich mit IPv6-Adressen, da die in der Regel immer gleich sind. Wenn man den Rechner wechseln kann, es allerdings auch schon wieder scheitern, dass man da wieder drauf kommt. EDV und Sicherheit ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite will man die Sicherheit, auf der anderen Seite will man etwas verlieren, was man oft nicht bedenkt. Eine Kleinigkeit, ein kleiner Patzer und man kommt an sein Zeug nicht mehr dran. Also wenn jetzt du hast einen virtuellen Server irgendwo im Internet stehen, du richtest die Firewall ein, machst das hier mit Web Application Firewall und kaufst dir dann irgendwann einen neuen Rechner und richtest den ein, hast nicht dran gedacht, die Web Application Firewall vorher auszuschalten und der alte Rechner ist nicht mehr da, hast du das Problem, dass du eine neue IPv6-Adresse hast und dann im Zweifelsfall auch nicht mehr drauf kommst auf deinem WordPress-Server. Man kann auch eine IPv4-Adresse verwenden, eine statische, das ist keine Besonderheit, es ist auch möglich, man kann 2, 3, mehrere Rechner hinterlegen, dann kann man sich da auch ein bisschen absichern, dass einem das sich selber aussperren einfach nicht passiert. Gut, die Vorteile, du hast keine Verifizierung bei der Anmeldung. Nachteil, das ist das, was ich angesprochen habe, Zugriff nur, wenn die Zugriffskriterien erfüllt werden. Also sprich, hast du einen neuen Rechner, ist deine IPv4-Adresse, hast du einen neuen Rechner, ist deine alte IPv6-Adresse natürlich nicht mehr gültig. Das sind immer so Schnackerlis, so kleine Tupfer, wo man sich dann selber das Licht ausballert. Ja, passiert mir ja auch mal ab und zu, ich bin ja nicht so. Dann der zweite Weg, der euch angeboten wird. Self-Hosted Application. Das ist jetzt zum Beispiel der Weg, den ich verwende. Du kannst eine Vorabverifizierung machen, bevor du eigentlich deine WordPress-Seiten zum Login erreichst. Das heißt, du musst dich bei Cloudflare erst einmal 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung, authentifizieren, dass du das darfst. Und dann erst kommst du weiter an deinen WordPress-Server. Dann kannst du dich bei WP-Admin anmelden, bei WP-Login kannst du benutzen, ne? Dann läuft das. Dann Vorteile, nur hinterlegte Benutzern ist es möglich, die 2FA-Authentifizierung zu kommen. Das heißt, wenn ich 2, 3 Benutzer da habe und einer von denen auch ein Admin ist, dann kann der mich im Zweifelsfall, falls ich mich irgendwie rausgeschmissen habe, falls ich jetzt zum Beispiel meinen E-Mail-Account gelöscht habe und den nicht wiederherstellen kann, das hat es auch schon gegeben, kann euch die dollsten Stories erzählen. Dann hast du immer noch die Möglichkeit, dich mit einer anderen E-Mail-Adresse von einem Kollegen da registrieren zu lassen, wenn der Administratorrechte hat. Also man sollte immer einen zweiten Admin haben. Bietet auch den Vorteil, dass man mehrere Benutzer definieren kann. Kann also Leute, die für einen arbeiten oder für einen tätig sind oder mit einem arbeiten und ein Team bilden, da noch hinterlegen, dass die sich auch anmelden können und da mitarbeiten können. Da kann man Arbeit abwälzen. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Nachteile. Je nach Einstellung. Das heißt, wenn du stündlich, täglich, du kannst die Gültigkeitsdauer dieser Anmeldung einstellen. Das heißt, wenn du dich angemeldet hast, bist du für eine gewisse Dauer angemeldet. Das kannst du einstellen, variieren. Ein Tag, eine Stunde, eine Woche, ein Monat. Ein Monat ist das Maximum. Dann muss man sich wieder neu anmelden. Das ist so ein bisschen ein Nachteil hier, so diese Anmeldung. Ich meine, gut, es ist nicht schlimm. Man gibt seine E-Mail-Adresse ein, sagt Code zuschicken, gibt seine E-Mail
holt sich den Code raus, beziehungsweise die neuen Navies blenden das ja gleich ein, Code aus E-Mail verwenden, dann tippst du da einfach drauf und bist auch drin. Dann ist das eigentlich recht einfach. Gut, denn das Allgemeine können wir uns schenken. Wir gehen rüber zu Cloudflare. Jetzt ist die Geschichte, wir haben unsere Domain natürlich hier liegen und im Vergleichsvideo, was ich euch auch verlinkt habe, ist das auch noch beschrieben, wenn man sich einen Tunnel anlegt, dass man etwas zu Hause tunneln möchte. Das ist die eine Variante gewesen. Da haben wir natürlich eine eigene Applikation mit einer Subdomain konfiguriert unter Tunnels. Das brauchen wir jetzt ja in diesem Fall nicht, weil unsere WordPress läuft ja in dem Fall jetzt hier bei mir hier unter klissner.uk. Das heißt, um diese WordPress jetzt zu schützen, brauche ich natürlich keinen Tunnel. Den Tunnel bräuchte ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe noch gar kein WordPress am Laufen, dann muss ich mir natürlich noch einen Tunnel einrichten, dass ich mein Cloudflare zu bringen, die Umleitung zu machen auf meinen Computer zu Hause, wo mein WordPress läuft. Aber wie gesagt, das ist in den anderen Videos alles nochmal erklärt, die ich euch verlinke. Da könnt ihr euch dann noch einmal zusätzlich informieren und das nachvollziehen. Wir brauchen jetzt für unsere WordPress-Absicherung eigentlich nur erst einmal Zero Trust. Dann können wir unter Settings noch mal ganz kurz die Authentifizierung kontrollieren. Hier braucht ihr Login-Methods und dann haben wir One-Time-Pin. Unter Add News kannst du neue Sachen hinzufügen, wie Google und LinkedIn, per Facebook anmelden und so weiter. Wer es denn möchte, kann sich dann hier noch einmal austoben. Ich mache es mal kurz auf. Ne? Siehst du, kriegst also wirklich alles mögliche, Okta, LinkedIn, wie gesagt, Sammel, mit Azure kannst du dich anmelden, mit GitHub. Also wie gesagt, da ist in der Fantastik keine Grenzen gesetzt. Kannst du dir einstellen. Wir verwenden allerdings hier die einfache Methode, um das Ganze jetzt nicht im Rahmen zu sprengen. Wie gesagt, über Add New kannst du hier einen hinzufügen, wenn du den noch nicht hast. Ansonsten verwenden wir jetzt hier einfach One-Time-Pin. So, dann haben wir Networks, da sind wir bei dem Vergleichsvideo im Tunnel drin gewesen. Da haben wir uns einen Tunnel angelegt. Ne, homie. Was war das? homie.klissner.uk. Und haben die dann geschützt mit dem gleichen Ding, nämlich mit Access, Applications. Und hier sind jetzt meine selbst-hosted Applikationen. Ich habe hier also meinen WP-Admin drin. Dann haben wir hier den WP-Login, den XML-Rock und dann, was war der andere hier? Admin Ajax PHP. Die 4 Dinge brauchst du, um alle 4 Punkte bei WordPress dicht zu machen. Das heißt, wer immer drauf will, muss sich verifizieren. Schauen wir uns dann nachher gleich noch an. Ist alles kein Hexenwerk. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier WP-Admin. Das ist natürlich jetzt doof. Ich lege euch jetzt nochmal einen neuen zusätzlichen an, damit wir das gemeinsam durchgehen können. Add an Application. Dann nehmen wir hier Self-Hosted, Select das Ganze. So, dann geben wir der Applikation einen Namen. Dann wird es einfach mal WP Test. Ist immer erlaubt. Also Authentifizierung ist erlaubt. Und das ist jetzt hier noch einmal, da könnt ihr jetzt nochmal die Gültigkeit der Session einstellen, der Dauer. Nicht hier auf No umstellen, sondern lasst das hier so stehen, Same Application Session Time. Ne? Also das, was in der vorhergehenden Menü definiert ist, gilt auch hier. Dann haben wir hier unsere Verifizierungen. Create Additional Rules. Wir machen das jetzt hier mal nach E-Mails. Und hier musst du jetzt halt deine E-Mail-Adressen einfügen, die berechtigt sein sollen, sich hier anzumelden. Das heißt, nur E-Mails, die hier jetzt genannt werden, können sich verifizieren. Das heißt, es kann sich jetzt kein Administrator add und dann dein Domainname verifizieren, wenn der hier nicht eingetragen ist. Das heißt, nur diese 2 E-Mail-Adressen haben die Möglichkeit, sich in der Anmeldemaske zu verifizieren. Nur diese 2 E-Mail-Adressen bekommen einen Code zugeschickt. Du kannst natürlich auch mehrere E-Mail-Adressen noch reinschreiben oder nur eine. Das bleibt dir überlassen, was du brauchst. Dann wieder Next. Kurs brauchen wir nicht. Dann hier Cookie-Settings, da machen wir auch nichts. So, wir sind zurück in der Übersicht und hier oben steht jetzt gleich unser WP-Admin-Test. Na, da habe ich jetzt die andere Domäne drin, aber okay, gut, das ist wurscht. Ihr seht hier unten, wie es läuft. Hier ist Home Assistant zum Beispiel drin mit Subdomain und hier ist das geschlüsselt WP-Admin, wie es eigentlich dann richtig ist. Also die können wir jetzt sowieso mal wieder hier rausschmeißen, weil die brauchen wir nicht.
Ich habe das jetzt bloß angelegt, damit ich euch zeigen kann, wie ihr das anlegt. Wie gesagt, ihr habt den Admin, den WP-Admin Ajax und dann habt ihr XLM Rock und WP Login. Das sind die 4 Teile, die ihr da bei eurem System schützen müsst. Gut, das war auch eigentlich alles, was du bei Cloudflare einrichten musst, um den Zugang zu deinem WordPress zu schützen. So, jetzt kommen wir zum Testen des Ganzen und jetzt gibt es mal was zu sehen. Das ist nämlich eine sehr beliebte Stolperfalle. Ich habe jetzt hier oben mal eingegeben www.klissner.ok/wp-admin. Ja, das ist jetzt die www-Adresse. So, und da komme ich durch. Vielleicht nicht wisst, was ich meint. Ich nehme jetzt mal das www hier raus und sage öffnen. Jetzt bekomme ich mein Login. Es ist kein Bug oder sowas, das ist eine Stolperfalle und zwar eine ganz hübsche. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Nein, eigentlich hat sich da keiner Mühe gegeben, das ist technisch einfach so. Und zwar, ich habe hier definiert wp-admin, wp-login. Ohne Subdomain. Das sprich, ihr müsst darauf achten. Normalerweise ist deine Webseite unter deiner Domain, dein Top-Level, also .de.uk.com /wp-login.php erreichbar. Diese Login-Seite von WordPress. So, es hat folgendes Bewandtnis. Wir haben hier weitergeleitet. Domain, Top-Level-Domain und die WP-Login-Admin. Wir haben aber keine Definition hier, die uns angibt, das möchten wir auch, wenn wir www haben. Also wenn ich jetzt das hier so eingebe, in dem Glauben, dass dann www mit eingegeben ist, der hat sich geirrt. Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Du musst jetzt quasi hergehen. Duplizieren gibt es hier nicht. Ne? Kann man leider nicht machen. Du musst jetzt quasi wirklich hergehen und alle noch einmal neu anlegen, zusätzlich www.wp-admin. Ein Monat Geld, die Subdomain dazu, die Domain dazu, WP Admin. Dann gehen wir mal hier runter. Next, One-Time ist drin. So, dann brauchen wir einen Rule-Namen. Das ist www.wp-admin. PIN. Das ist immer erlaubt, selbe Anmeldezeit. Dann E-Mail-Adressen, die berechtigt sind, sich anzumelden. Dann definieren wir unsere E-Mail-Adressen hier noch einmal. In Additional Setting brauchen wir auch nichts. Kurs brauchen wir auch nichts. So, und jetzt haben wir www.wp-admin hier drin stehen. Jetzt werden wir uns einfach noch einmal auf das Handy begnügen. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Ich tippe auf dem Handy nicht so schnell, ein bisschen geduldig sein, Leute. Das ist leider so. So, das ist jetzt die www-Variante. Und da kommt unsere Abfrage. Das passt, damit sind wir zufrieden. Und dann geht's klissner.uk ohne www. www.admin. Und ich bekomme dasselbe Login-Fenster. Okay, dann noch ein kleiner Hinweis vorab. Im vorangehenden Video habe ich hier drin stehen AP-Admin. Das ist ein Tippfehler. Den habe ich hier korrigiert. Also da bitte nicht irritieren lassen. Gut, ich persönlich kenne jetzt meine Webseite.
Ich weiß zum Beispiel, wenn ich hier Klissner UK aufrufe, greift das nicht, weil diese Domain wird quasi umgeleitet auf www.klissner.de. Dadurch habe ich beide. Das ist immer so ein Ding bei Google. Man muss einfach beide haben, damit Google da gut arbeiten kann. Also die Google Search Engine. Und wenn du jetzt deine Webseite kennst, so wie ich, dann könntest du es natürlich sagen, Klissner UK kann ich rauslassen. Ich brauche eigentlich bloß den www und dann habe ich beide erschossen oder platt gemacht. Wenn du ganz sicher sein willst, trägst du einfach beide ein, also einmal mit www und hier einfach ohne www. Dann bist du auf der sicheren Seite. So, das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Sollte dir das Video gefallen haben oder weitergeholfen haben, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du den Kanal finanziell unterstützen wollen, dessen Arbeit ich in meiner privaten Freizeit zubringe, dann findest du Links unten in der Videobeschreibung, PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Und ansonsten solltest du weitergehende Probleme haben mit deinem PC, dem Video nicht folgen können, Hilfe oder Assistenz benötigen, kannst du dich jederzeit an die KSC wenden, ein weltweiter Remote-Dienstleister. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr geholfen für 25 Euro die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, nach getaner Arbeit und keine Ecken, Haken und Ösen, keine Abos, keine Mitgliedschaften oder sonstiger Schabernack. Bis dann, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.